Hola, was geht, was geht, was geht? Ein neues Video und auch mal, ja, was ganz anderes, was ganz Neues. Mir wurde das Video vorgeschlagen vom lieben, netten CEO, also vorgeschlagen von YouTube. Das Video ist vom lieben, netten CEO. Gerne unten verlinke ich euch, wie immer, natürlich das Originalvideo. Gerne da vorbeischauen, Like da lassen, weil es sieht, also ich habe ein bisschen durchgeskippt, sehr interessant aus. Gut geschnitten und. Ja, bin sehr gespannt. Für meinen Kanal natürlich das erste Mal so ein, ja, etwas anderes mal wieder, ne? Ja. Ja, ein etwas anderes Video. Ich bin ja eigentlich Musik-Reactor, bloß habe ich auch Bock, auf andere Sachen einfach zu reacten. Natürlich auch auf der anderen Seite einfach mal diese Props auch irgendwo dazulassen für andere YouTuber, die im Gegensatz zu mir bin ich ja ganz ehrlich, klar, ich muss auch meine Zeit nehmen und muss auch meine Stimme benutzen und irgendwas reden und machen und tun. Aber die halt sehr viel Arbeit in ihre Videos senden, mit dem Schnitt, mit Informationsbeschaffung und. Deswegen da so einfach mal die Props rausgeben, oder will ich einfach mal da so die Props rausgeben und vielleicht in Zukunft auch mehr solche Dinger bringen. Mal gucken, wie es heute wird. Ähm, ja, und heute haben wir das große Thema, die großartige Zeit der zweiten YouTuber-Generation. Das Thumbnail sah schon sehr geil aus. Ähm, auf den Thumbnail, shit, wer war da drauf? Wir hatten dann Iblali, wir hatten dann GLP. Ja, wir schauen einfach mal, wer hier alles gemeint ist mit der zweiten YouTube-Generation. Für mich ist es natürlich ein sehr interessantes Thema, weil ich mit der zweiten YouTube-Generation natürlich groß geworden bin. Natürlich auch mit der ersten YouTuber-Generation. Hoffentlich wird das so ein bisschen angesprochen. Vielleicht sollte ich auch erst das erste gucken, aber das wurde mir jetzt vorgeschlagen, deswegen fangen wir mit denen an. Ja, wir gehen einfach mal rein und dann schauen wir einfach mal, was ich dazu zu sagen habe. Ja, Leute, die zweite YouTuber-Generation. Warte. Boah, geile Stimme. Ja, Leute, die zweite. Junge, hat der Mann eine Stimme. Also, wir haben Bullshit TV oder irgendwie Bullshit-Dingens war das. Lion TV, Iblali, Dagi, Ape Crime. Ist das überhaupt GLP? Ich weiß es gar nicht. So in der Minecraft-Bubble war ich gar nicht so drin. Das ist Palle, das weiß ich. Ja, die anderen kenne ich sogar fast alle gar nicht. Das auch nicht? Oder die Person hier auch nicht? Aber gut, ne, das zeigt halt, was ich zum Beispiel geguckt habe. Ich habe viel Ape Crime geguckt, Iblali zu der Zeit, fand ich sehr interessant. Lion mit Cave, wo das so alles angefangen hat mit der Musik und so, fand ich interessant. Sonst war ich nicht so der Lion-Fan. Dagi, jetzt nicht wirklich Bullshit, habe ich wohl ein bisschen geguckt. Ja, zählt da auch schon Dena und so zu? Ich weiß es gar nicht, wir werden es erfahren. Aber gut, das sind die. Hoffentlich geht es natürlich um mehr. YouTuber-Generation. Auch wenn man natürlich der ersten Generation dankbar sein muss, da die mit ihren ersten Videoversuchen den Weg für die nachfolgende Generation ebneten, ging es ab 2010 so richtig. Vollkommen. Sehr geil gesagt. Vollkommen. Erste YouTube-Generation, crazy. Ich finde, du merkst aber auch, ne, die erste YouTube-Generation, waren die da schon groß? Die sind jetzt immer noch am Start, ne? Die haben alle gezeigt, was sie können, sag ich mal so. Die sind einmal groß geworden und halten sich da auch. Liegt aber auch daran, weil sie auch da schon authentisch waren und, ne? Aber erste YouTube-Generation war schon wild. Aber die zweite, ich glaube, die war schon um Weiten krasser. Richtig los. Nein, Nudel. Ach du Kacke, Tadis! Ich hätte es ja fast gemacht. Ja, GLP, sag ich doch, John ist Fake. YouTube Deutschland 2014 war generell eine Zeit, wo viele sagen, das war die YouTube Deutschland Hochzeit, das war die beste Zeit. Weil es halt so Ja. Oh, Kelly Mrs. Vlog. Ey, oh, fuck, Junge, ist das crazy, die ganzen Leute zu sehen. Von meiner Seite aus würde ich sagen, jo, bin ich ganz bei Iblali. Das war die Hochzeit. Es war dieses, du bist auf YouTube gegangen, du hattest jeden Tag krasse neue Videos, geiler Schnitt. Es war
es war irgendwie, weiß ich nicht, es war so eine geile Zeit, es war so, YouTube war ja irgendwo fast noch so neu, aber es war so cool zu sehen, wie da alle, wie es diese unterschiedlichen Menschen da gab, was sie sich da entwickelt haben. Und da war ja so diese Köln-Hochzeit, wo Köln ja die YouTuber-Stadt war. Ich weiß nicht, wie das heute jetzt ist. Ich glaube, das hat sich alles so ein bisschen in die Welt oder in Europa, sag ich mal, so ausgedehnt. Aber da war ja wirklich, ne, du musstest nach Köln, wenn du die YouTuber sehen willst. Alle YouTuber sind nach Köln gezogen. So, das war diese Generation. Das, geil. Besonders war. Das waren die ersten richtig großen YouTube-Stars. Apecrime, iBlali, Bullshit TV oder LeFloid. Sich selbst Holy shit. Das ist der neue geile Shit. Im Vergleich zu den ersten Generationen mussten diese Videos Full HD sein. Es wurde mit Übergängen, Einblendungen, Soundeffekten und noch viel mehr gearbeitet. Die Videos hatten plötzlich eine bessere Qualität. Plötzlich wurden Videos nicht mehr nur im Zimmer gedreht, sondern in richtigen Studios mit bunten Backdrops. Und so wurde das Medium YouTube Es ist verrückt, wie sich das entwickelt hat, wie crazy die auch durchgegangen sind, was die für Ideen auch hatten, ne? Aber auch wie unterschiedlich, ne? Mit LeFloid, der hat so seine Nachrichtendinger da gemacht, aber auch so geil verpackt. Dann hast du die auf einmal mit Musik angefangen haben, und dann die Leute, die einfach nur ihren Spaß da gemacht haben. Crazy. zum allerersten Mal wenigstens etwas ernster genommen. Heiko und Roman Lochmann, besser bekannt als die Lochis, zwei junge Männer auf dem Weg nach oben. Heute bin ich Superman! Ja, diese Songs, ne? Aber auch kreativere Inhalte wurden damals zum allerersten Mal extrem belohnt. Ich meine, jeder, der 2013 schon irgendwie YouTube geschaut hat, kann sich definitiv an dieses Meisterwerk von Martin Fischer erinnern. Hundertprozentig. Ich muss wissen, wer der Babo ist. Hafti-Abi ist der im Lambo und Ferrari sitzt und Yara. Das Ding ging ja richtig durch die Decke, ne? Dass es sogar in den Medien und so auch war, ne? Abi Money Rich. YouTube schien seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Holy shit, die Longboard-Tour. Oh mein Gott. Boah, das war so geil. Dena, wie gesagt, für mich, ich habe den Mann da, ne, wo diese Zeit war, ich habe so viele unterschiedliche Sachen geguckt. Minecraft, diese In-Real-Life-Dinger, wie gesagt, die Longboard-Tour, ich glaube, jeder war da so hinterher, fand das mega geil, wollte dann auch selber Longboard fahren und. Minecraft, wie gesagt, ne, die ganzen Projekte, die es da gab, fand ich Dena immer mit am interessantesten. LP mit Cav, wer den noch kennt. Wen haben wir denn noch hier? Wir haben Unge, den alten Unge, Revi, Iblali. Sag mir jetzt nichts. Das ist Palle, das ist. Oh, wie heißt er denn noch? Sieht man den überhaupt? Ja. Ah, fuck. Ich kenne ihn, aber ich komme nicht auf den Namen. Genau wie ihn hier hinten. Geil. Alles war bis zum Anschlag aufgedreht und auch der Einfluss auf die Jugend war groß. Es ist nicht so wie heute, dass es super viele unterschiedliche Bubbles gibt und man kann gar nicht alles kennen. Nee, damals wollte einfach jeder mal irgendwann ein Longboard haben oder eine Legria-Kamera oder einfach Teil der Gang sein. Und bis heute Bitte. Also wer die Legria kennt, jeder wollte. Jeder hat gesagt, okay, hol ich mir eine Legria, werde ich YouTuber. Einige diese kranken Ohrwürmer immer noch auswendig mitsingen. Ich bin blank, hab kein Geld mehr auf der Bank, brauche Cash in meiner Hand. Aber klar, wenn die Zahlen überall so extrem nach oben schnellen, dann kommt natürlich auch ein anderes Thema auf. Inzwischen sind das richtige Stars, die ein Millionenpublikum erreichen. Und da, wo sich Millionen versammeln, da wird es für die Werbeindustrie enorm spannend. Ja, es ging natürlich auch wieder ganz viel um Geld. Man hörte, dass man scheinbar teilweise tausende Euros mit dem YouTube-Partnerprogramm bekommen kann. Und dann gab Ich finde, das ist so dieses Thema, was da damals, was du da in dieser Generation nicht hattest. Klar, jetzt ist es bei denen auch so, ne, dass da viel mehr drüber geredet wird und so. Aber damals, du hast ja auch gar keinen Kopf gemacht so darüber, ey, wie viel Geld die überhaupt verdienen. Du hast dir nur gedacht, wow, die haben so viele Abonnenten, ne, auch wenn die nur 100.000 hatten, war, wow, was ist das? Crazy. Aber heute ist ja wirklich, ja, okay, der macht so und so viel Geld, ey, ich will das auch machen wegen Geld. Anstatt das, die haben ja alle angefangen, weil die irgendwie alle den Schuss weg hatten, ne, oder an irgendwas Spaß hatten. Oder gut schneiden konnten oder das oder jenes.
Gab's ja auch noch Mediakraft, ein Netzwerk, welches für Professionalisierung, aber eben auch Kommerz stehen sollte. Simon Unge und Christoph hatten einen Vertrag, doch Christoph war ein Arsch und bekommt ab heute hart. Ein Netzwerk, was sogar eigene Kanäle besaß, wie zum Beispiel Was geht ab, Texcalibur, Ponk oder Top 10. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Und spätestens mit den Beauty-Gurus und ihren Reflinks, Merch und Placements kam immer mehr das Gefühl auf, kann es sein, dass es dieser YouTuber-Generation deutlich mehr ums Geld geht als der davor? 100%ig. Aber auf der anderen Seite muss man ja so sehen, ne? Sie haben dann so den Schritt gewagt, oder was heißt Schritt gewagt, ne? Sie haben dann das Geld auch gesehen. Aber die haben ja trotzdem Gefühl jede Woche, ich weiß gar nicht, 3, 4 Videos abgeliefert. So, natürlich ist es heute auch so, aber es war trotzdem gut gemacht. Auf der anderen Seite, die haben sich natürlich auch dumm und dämlich verdient, ne? Wenn man heute mal die ganzen Riesen-YouTuber von damals anguckt. Alle die Beauty-Leute, ne? Da verdient ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem YouTube-Kanal, oder? Ja, also man verdient schon mit YouTube was, aber das ist auf keinen Fall der Grund, warum wir das machen. Nein. Natürlich nicht. Und noch eine allerletzte Sache hat sich damals deutlich verändert. Weil wir so den Leuten das Gefühl gegeben haben, wir wären unantastbar und uns kann nichts kaputt machen und so weiter. Ja, ganz im Gegenteil, wir waren genauso kaputt wie alle anderen. Von den Außenseitern kannte man ja schon die berüchtigten Hater, doch zum allerersten Mal hat sich die YouTube-Szene zusammengeschlossen, um gezielt einzelne Kanäle stark zu kritisieren. Wir hassen dich, du machst YouTube nur aus Gelb. Aber hey, vielleicht mache ich das ja auch aus Rot. Erstens, klick geile Sau. Zweitens, es gibt Leute, die sind mit 15 schwanger und bei so viel Produktplatzierung kann das bei dir auch sein. Ich finde Doggy B besser. Ach du Scheiße, Doggy B. Das hab ich ja völlig vergessen. Bei den Lochis war das Ganze sogar... Junge, was da abging, ne? Halleluja, stimmt ja. Die ganzen Frauen, die damals dann irgendwie, ne, da gab's ja dann irgendwelche Kanäle, die auch, ne, so irgendwelche Zusammenschnitte gemacht haben von Ausschnitten oder wenn man kurz mal den Arsch irgendwie aus irgendeiner Richtung gesehen hat. Boah, das war richtig crazy. Der hat das ja wirklich, da muss man ja wirklich sagen, die zweite Generation, die hat alles abgekriegt, ne? Natürlich ordentlich Cash, wenn sie es richtig gemacht haben, was ja klar ist. Die haben sich krasses Publikum sogar manchmal oft in sehr schneller Zeit aufbauen können. Aber die wurden auch so auseinandergenommen, wenn die da irgendwie eine Scheiße erzählt haben oder auch was auch immer. Klar, da hat das auch mit dem Haten angefangen. Noch nicht so krass, wie es jetzt ist, finde ich. Aber da waren auch schon krasse Sachen bei. Und wie Lion ja auch gesagt hat, du hattest früher wirklich nie das Gefühl, dass die waren unantastbar. Du hast ihnen das immer in den Videos du hast ihnen das nie angesehen. So, das kam jetzt immer, kam danach immer mehr, finde ich. So jetzt auch, dass die darüber reden, was ja auch richtig ist. Das ist verrückt so. Irgendwie noch irrationaler. Denn es gab eigentlich nur sehr wenig, was man den Zwillingen hätte irgendwie vorwerfen können und deswegen musste man da einfach aufs Aussehen gehen. Hi Leute, heute spreche ich über die Pickelgesichter, die sich Lochis nennen. Am allerschlimmsten hat es jedoch Lion. Also nicht die Lochis, sondern die Penner, die so eine Scheiße machen müssen. Ist vielleicht irgendwo ein bisschen lustig, ne? Aber auf der anderen Seite, Junge, da stehen doch immer noch Menschen hinter. Und oft sind die sogar noch in einem Alter, wo die mit so einer Kritik halt nicht oder was heißt Kritik, ne? Mit so einem Shit halt nicht umgehen können. Und das ist ja die Frage, ab was für ein Alter bist du dafür bereit, damit umgehen zu können? Manche werden das nie sein, manche können da so drüber stehen. Ich bin immer noch der Meinung, Hater können sich alle so ins Knie ficken gehen. So, weil, was bringt das? Was bringt das? Getroffen und man könnte behaupten, dass er eventuell so der allererste YouTuber war, der halt gecancelt wurde. Wir haben ein Feindbild gesucht und ich war dann das übelste Feindbild. Und wie so eine Welle sind dann alle mitgezogen. An sich Warte mal. Feindbild gesucht und ich war dann das übelste Feindbild. Und wie so Ey, das Thema ist, ne, nicht zum Lachen, aber dass hier unten fucking Kuchen-TV steht, das macht mich schon wieder fertig, ne? Aber das stimmt, Lion, der hat richtig was abbekommen. Die arme Socke. Aber das ist halt, ne, also ich will das auf die anderen auf gar keinen Fall in Schutz nehmen. So. Aber du hast halt gemerkt, die ganzen Hater, die haben sie immer einen rausgesucht, der halt wirklich on top war, der angesagt war. Vielleicht hatte der dann irgendwie, vielleicht so eine etwas höhere Stimme oder hat sich irgendwie komisch gegeben. Zack, da hatten die ja so viel
Pflaster auf einmal. So lächerlich. Also, wie gesagt, diese Hate-Scheiße, boah, ich will gar nicht wissen, wie das jemand auseinandergenommen hat. Also gerade die zweite Generation, weil die hat wirklich, weil das ja wirklich dieses Ding ist, die kannten es nicht. So, okay, wir machen Videos, wir laden die hoch, wir kriegen Zuschauer, vielleicht verdienen wir damit Geld. Das war aber wirklich bei den meisten, hat man auch gemerkt, nicht so das erste Ding, sondern einfach erstmal nur der Spaß. Nachher kam das Geld und dann hatte hier auch ein bisschen was geändert. Nach einer Zeit. Aber da war das ja auch noch nicht so mit diesem Hate. Und wenn du Hate kassierst hast, ja okay, vielleicht von 10 Kommentaren vielleicht 2, 3. Dann kam die zweite YouTube-Generation. So in der Zeit, boah, da hat es ja so gescheppert. Da waren dann von 10 Kommentaren vielleicht sogar dann schon 7 oder 8 Kommentare, die einfach nur Hate-Kommentare waren. Und Lion, der hat es ja essen müssen, ey, boah. Eine Welle sind dann alle mitgezogen. An sich, ich habe ja nichts verbrochen so. Ich habe meine Videos gemacht, hätte halt gerne weitergemacht mit voller Kraft, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe mich nur noch da rausgeflüchtet am liebsten. Und all diese Punkte schauen wir uns jetzt aber das an. haben auch viele, ne? War das ein langes Intro, Mann. Auch dieses Video habe ich in 4 große Bro, das war das Intro? Okay. Halleluja. Und ich habe da jetzt schon 15 Minuten rausgezogen. Kapitel eingeteilt, die wir jetzt alle nach und nach durchgehen werden. Also springen wir wieder in unsere Zeitmaschine und reisen in eine Zeit, als YouTube Deutschland den größten Aufschwung hatte. Aber CEO macht das geil, ey. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen hier an der Stelle. Wenn nicht, tut es mir leid, dann eben in den Kommentaren. Wie immer begann alles noch ganz ruhig. Die erste Generation rockte. White Titty. Die zeigen zur ersten Generation noch? Also Außenseiter, okay. White Titty ist auch erste? Oh. Einfach weiter das Game, während sich auf der Startrampe schon die nächste Generation bereit machte. YouTuber wie LeFloid, die Space Rocks, Dr. Alvison, Uphone sowie Bullshit TV. Aber eben auch Apecrime und Iblali. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Ali und auf. Ja, dann sag du halt. Ja, ich? Ja gut. Heutiges Thema. Halt mal dein Maul, ja. Man sagt ja heute, dass die Sachen schon cringe sind. Dass heutige Sachen cringe sind, ja? Ich finde, heute ist es um Weiten schlimmer, was Leute da ins Netz stellen. So, ne, kann man über meine Sachen auch sagen. Aber es ist halt wirklich, dieser Cringe-Faktor ist gefühlt über die Jahre nochmal hochgeschossen, weil je cringer du bist, desto mehr Hate oder desto lustiger bist du. Aber dieser Hate, viele nehmen den Hate einfach als Aufschwung und denken, dass sie sich damit was aufbauen können. Klar, du kriegst damit Kommentare, Aufmerksamkeit, whatsoever. Aber ist ja nichts auf langer Sicht. Aber wenn ich mir früher die Videos angucke, das war eigentlich auch schon cringe. Ne? Aber es war dieses Lustige. So, heute ist so, okay, man ist am Clipfarm und. Aber früher, das war, du hast halt gemerkt, dass die einfach so waren. Die haben einfach, das waren Jugendliche, die einfach richtig den Schoß weg hatten. Und heute... Ja, Apecrime hatte hier noch einen weiten Weg vor sich, bis endlich ihr großer Durchbruch kam. Bei Iblali könnte man dagegen sagen, dass er mit Alligator 1024 ja auch schon bei der ersten Generation mit dabei war. Aber so richtig groß wurde er schon zusammen mit der zweiten Generation. Ich würde sagen, meine größte Hochzeit oder meine Halbzeit war YouTube 2014. Und ich weiß gar nicht, ob er es selber so sieht, aber ich bin schon der Meinung, dass Vic damals einen sehr starken Einfluss auf die YouTube-Szene hatte. Er etablierte einen Schnittstil, der von einigen Influencern die Jahre danach immer mal mehr, mal weniger nachgemacht wurde. Und man munkelt, bei manchen kann man den sogar noch bis heute sehen. Diesen Wick-Stil, ne? Ja, dieser Wick-Stil. Vom Pacing, vom Schnitt, ja. das ist so, man spürt, das ist der Wick-Stil. Ja, das ist Wick, ja. Zack, 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 Pause. Aber das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie Iblali da auch drauf gekommen ist. Wahrscheinlich irgendwie von den Amis. Aber das war ja wirklich, ne, bam, zack, zack, zack. Du hattest so geile Schnitt, aber die waren wirklich geil gesetzt und so geil und lustig dann immer. Also, das ist verrückt, was du mit einem guten Schnitt hinbekommst. Pause. Cut, wieder weiter. Ja, und vor allem statt diesen abgefuckten Style von den Außenseitern präsentierte man sich mittlerweile deutlich aufgedrehter und fröhlicher vor der Kamera. Ich habe meine 300.000 Minuten erreicht. Yeah! Und trotzdem blieb weiterhin dieser Broadcast-to-Self-Gedanke. Also Qualitätsanstieg hin oder her, was man hier sah, hatte nichts mit klassischem Fernsehen zu tun. Ich werde dich niemals vergessen. Niemals.
Hoffentlich sieht man sich bald wieder. Mach's gut, Pupi. Ja, ich geh mich mal erhängen. Ja, alles wahr. Und auch wenn Vic selber diesen Stil mittlerweile vermutlich gar nicht mehr fühlt. Hey Ali, scheiß du Geld? Aber natürlich scheiß ich Geld. Ich meine, Jetzt kommt wahrscheinlich so eine Szene, wo ich Geld kacke. Gut, das war relativ obvious. Für die Szene war das super geil, weil dadurch... Aber das ist halt die Sache, ne? Du merkst halt, wie die Leute halt auch erwachsen werden und da auch dann vielleicht nicht mehr drüber lachen können. Aber, so, ich finde, die Zeit, alleine sich daran zurückzuerinnern, ich meine, ich war da auch ein Jugendlicher, wenn nicht sogar noch ein bisschen, ja, ich war ein bisschen jünger, bin jetzt 28. Das war halt geil, das war lustig, ne? Das hatte ich halt abgeholt. Das ist ja heute genauso. Die Jugend, die ganzen Streamer und YouTuber, die alle groß sind, die beeinflussen halt alle diese Jugend. Ob im Guten oder im Negativen, das kann man mal dahinstellen. Aber das entscheidet ja auch so ein bisschen. Okay, du bist ein großer YouTuber, du machst das und das wird als witzig empfunden, dann ist das auch witzig. Bei den meisten. Ob es jetzt Gruppenzwang ist oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Die große Zeit von YouTube-Comedy eingeleitet wurde. Sketche, Parodien, Street-Pranks und mehr. YouTube-Videos hatten nur wenige Minuten. Also da bin ich ehrlich, Pranks am Anfang, okay, hat sich aber zu krass und zu schnell in die Richtung entwickelt, in die extreme Richtung entwickelt. Ist heute immer noch so, früher habe ich Pranks noch so ein bisschen gefühlt, ne, wenn die Leute das wirklich unter sich gemacht haben, in ihrer eigenen Wohnung, nicht irgendwelche anderen Leute abgefuckt haben, sondern wirklich nur sich so ein bisschen, ne, keine Ahnung, ne, wenn der irgendwie am Pennen war, irgendwie ein bisschen geärgert oder so. Alles geil. Aber ab diesem Zeitpunkt, wo das nach draußen gegangen ist, wo du andere Personen mit reinziehst, war es bei mir durch. Ich kann mir diese Pranks nicht mehr geben und auch diese Pranks, die dann ins diese Extreme gehen, von wegen, ey, Beziehung endet, dies, das, Ananas. Weiß ich nicht, ich blick da nicht mehr durch, warum das lustig sein soll. Am Anfang war es lustig, so diese kleinen Späßchen. Lang zu sein, aber dafür halt eben so unterhaltsam wie möglich. Und so war gerade ein Kanal super lang die Spitze von YouTube Deutschland. Ja, wir stehen jetzt hier mit Apecrime, einen der größten YouTube-Stars in Deutschland. Ja, völlig egal, ob du die Affenbande feierst oder nicht, was man diesen Jungs lassen muss. Damals waren sie einfach brutal gehypt und bis heute sind ihre Videos einfach ein ganz großer Teil von YouTube Deutschland. Boah, Let's Draw. Das habe ich mir jedes Mal gegeben. Jede Woche wieder. Und auch wenn ich das von der vorigen Woche gesehen habe, scheißegal nochmal. Die waren schon crazy. Das heißt, ich werde jetzt nicht abgeknallt? Abgeknallt? Natürlich nicht. Oh, okay, cool. Dann fahre ich jetzt nach Hause. Boom, Headshot. Ihre Sketche und Parodien waren einfach extrem gut gemacht und vor allem Let's Draw. Sag ich ja. Ey, es wurde selten nochmal so eskaliert. Es waren einfach 3 Freunde, die auf ihre lockere Art ihre Inhalte für uns produzierten. Und dass da irgendwann mal irgendwie ein Ende kommen könnte, das war damals noch überhaupt nicht abzusehen. Hoffentlich bleiben wir noch sehr lange da und können einfach den Humor, den wir haben, in Form von Videos nach außen tragen. Das kann auch niemand sagen, was in 5 Jahren ist. Ich meine, vor 5 oder 6 Jahren gab es YouTube ja noch nicht mal, also von daher. Tatsächlich kam 5 Jahre später wirklich alles ganz anders. Also das letzte Mal, dass ich die gesehen habe, ist locker 2 Jahre her. Ja, aber da merkst du halt, ne, die ganzen Leute, ne, ob es jetzt irgendwie der Ruhm ist, ob es der Fame ist, ob es Geld ist, whatsoever. Ja, man entwickelt sich ja, ne? So, ob es jetzt die Sachen sind oder ob es einfach die Entwicklung von sich selbst ist, dass es einfach nicht zusammenpasst, dass man vielleicht mit anderen mehr chillen will, dass man vielleicht irgendwas anderes machen will, womit die anderen nicht klarkommen und. Es gab ja so viele Sachen, woran es jetzt irgendwo gelegen hat bei Apecrime oder generell bei den ganzen Gruppen. Ist aber sehr, sehr schade. Also mich hat das richtig getroffen. Ich fand das so schade. Ich habe Apecrime geliebt. In diesen 2 Jahren hätten wir uns aber 10-mal sehen müssen, wegen sowas wie Notartermin. Muss man halt hin, ne? Wegen Firmenauflösung und so, aber die Termine werden immer so gelegt, dass wir nie aufeinandertreffen. Also die arrangieren das immer so. Mir ist das egal, aber ich glaube, die wollen mich nicht sehen. Glaub mir, André, nicht nur die. Weil ich ein Star bin. Was soll ich denn machen? Halt's Maul. Das ist wirklich verrückt. Also, na gut.
wie gesagt, ne, das ist halt, manche entwickeln sich halt in eine komische Richtung auch. Aber ja, schließlich ging ja dann die große Zeit von YouTube-Comedy zu Ende. Gibt's denn ein Comeback? Gibt's ein mögliches Comeback? Ich denke eher nicht. Denn durch eine Algorithmusumstellung wurden vor allem dann Videos bevorzugt, wenn sie eine gewisse Länge aufweisen können und diese auch möglichst lang geschaut wird. Und bei Comedy ist es super anstrengend und aufwendig, überhaupt mal so ein 10-Minuten-Video zusammenzubekommen. Und so wurde auch Smosh vom Thron der größten YouTuber gekickt. Da muss man aber auch wirklich sagen, das war das Dümmste, fand ich persönlich, was die machen konnten, was YouTube da machen konnte. Klar, für einen selber, ne, okay, du hast endlich längere Videos, die du geben konntest, aber diese kurzen Dinger, halt irgendwie auch geiler. Denn es gibt ein Genre auf YouTube, die kein Problem haben, regelmäßig lange Videos zu liefern. Ja, die große Zeit der Let's Player! Ja, Timmy, ich hab's geschafft! Hey, geil. Ich bin der Bergmann. Hallo, mein Name Der Bergmann. Ich wusste es, ey. Adi und Helen. Na, ihr Nudeln. Ein Jahr lang tauchte ein Let's Player nach dem anderen auf mit ihren ikonischen Intros. Boah, stimmt. Aber sind die wirklich ein bisschen später gekommen als die Comedy-Leute? Boah, für mich sind die alle gefühlt gleichzeitig alle überall irgendwo rausgekommen. Aber es ist wirklich so, ne? So, entweder wolltest du so ein In-Real-Life, ne, so deinen geilen Cut und sowas haben, ne, diese Comedy-mäßige machen, dann auf einmal, boah, geil, du kannst mit Let's Plays halt Leute ansprechen, vielleicht sogar Geld verdienen. Boah, dann siehst du die Intros und warst immer, wow, diese Musik alleine immer. Anderen auf. Oh, hoppla. Auf mit ihren ikonischen Intros. Boah. Und ey, ich kann mal davon... Ey, ich muss ehrlich sagen, ne, ich liebe seinen Schnitt, ne. Das macht so Spaß auch, dass er sich selber ab und zu mal zeigt, dass er so kleine Sketches von sich reinmacht. Oh, Junge, geil. Aufzählen, aber trotzdem wird es dann nur ein Bruchteil davon sein, was halt wirklich so an Let's Playern gab. Ich meine Dena, ungespielt, German Let's Play zusammen mit Paluten, Maudado und Zombie, Gomme HD, Izzy, Sparko Phoenix, LP mit Kev, Arrive HD, Debitor, Rotpilz, Early Boy, Herr Bergmann, Danny, Fidget Spinner, aber... Danny, Burnage. Natürlich auch. Du hast großen Erfolg damit. Wundert mich nicht, du bist in Bayern geboren, einfach ein Siegertyp. Ja, und heute kriegst du die goldene Kamera für das, was du erreicht hast. Der größte Nintendo Let's Play-Kanal in ganz Europa, meine Damen und Herren. Und der Preisträger in der Kategorie Let's Play ist Domtendo. Also ja, nicht. Gut, Domtendo kennt man natürlich den Namen, aber ich habe den Mann nie gesehen. Zeitlang war Gaming-Content das große Ding auf YouTube, was teilweise Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Ach so. Aber man muss aber auch wirklich sagen, ich finde, das merkst du immer wieder, wenn neue Plattformen kommen. Das hast du bei Twitch genauso gehabt. Du hast bei Twitch, zack, es war eine Gaming-Plattform, bam, das hat so geballert. Und dann kam wirklich auch nur Gaming. Natürlich da dann immer diese unterschiedlichen Games, die gerade irgendwie angesagt waren. Minecraft, dann auf einmal Call of Duty, dann vielleicht League of Legends. Natürlich hat sie das jetzt alles so ein bisschen gelegt. Und jetzt kommt dieser In-Real-Life-Dingens. Ne, jeder geht irgendwo hin, geht in irgendeinen Freizeitpark, man geht campen oder. Das ist so krass, wie sich das alles entwickelt. Sohn, was machst denn du da schon wieder? Schaust du lächerlicher Kackboden wieder Let's Plays? Wie los ist denn das? Anstatt einfach selber zu spielen, schaust du lieber jemand beim Spielen zu. Das ergibt keinen Sinn, Mann. Geil. Ey, ich lieb's, wirklich. Schwalbe! Boah, I'm sorry, ist das widerlich. Ach so, wusstet ihr, mein Smart TV hat mittlerweile CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist mit über 38 Millionen Nutzer und einer Top-Bewertung auf Bro, das ist seine Werbung. Halleluja, ist die gut eingebaut. Trustpilot, der beliebteste VPN auf dem Markt. Aber was ist denn ein VPN? Ich bin immer noch dumm und weißt du was nicht? Plankton, wie oft muss ich dir das noch erklären? Gerade in öffentlichen Netzwerken können deine Daten schnell ausgelesen werden. Da hilft auch nicht sowas wie ein Inkognito-Modus. Und hier kommt... Ich muss halt ehrlich sagen, eigentlich skippe ich immer Werbung, ne? Aber er hat es halt geil eingepackt. Das ist halt wirklich so, dass du es gerade eben so mitbekommst.
CyberGhost VPN ins Spiel, denn die leiten deine Daten über einen Server aus über 100 verschiedenen Ländern weiter. Somit weiß niemand, weder der Hacker, noch der Anbieter, noch CyberGhost selbst, was du so im Internet treibst. Ey, das ist ja mega! Mit einem VPN kann man auch super Geoblocking umgehen und eben so auf Inhalte zugreifen, die bei uns gar nicht erhältlich wären, wie zum Beispiel bei Disney Plus, Amazon Prime oder eben Netflix. Und mit nur einem Abo... Das finde ich eigentlich auch krass, ne, dass sowas überhaupt geht. Die machen, da sagen die von Netflix oder wo auch immer diese Plattform, ja okay, gut, in dem Land ist es jetzt einfach gar nicht verfügbar, ne, weswegen auch immer. Und dann holen die Penner sich alle VPN und das Thema ist durch. Du kannst eine VPN auf 7 Geräte gleichzeitig anwenden, also perfekt zum Teilen mit der Familie oder deinen Freunden. Also klick jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und hol dir CyberGhost VPN. Momentan bekommst du da 83% plus 4 Monate gratis. Und mit dem 24/7 Kundensupport und der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie hast du überhaupt nichts zu verlieren. Zuschlagen, aber ja, da das Let's Play-Genre so stark bedient wurde, wurde ich sag ja, das ist so geil, wie er es eingeführt hat. Ne? Es ist nicht irgendwie bam, cut, dass das wirklich so abgetrennt ist. Es ist einfach Teil des Videos. Oh Mann, Junge, das Video macht richtig Spaß. Dann da immer schwerer irgendwie Fuß zu fassen. Ja, aber sowas wie Let's Plays, da gibt's halt irre viele, du kannst irre schnell, irre viel Content raushauen und da ist auf jeden Fall eine Sättigung schon vorhanden. Und so kam es auch, einige der genannten YouTuber sind deutlich inaktiver geworden oder haben sogar ganz aufgehört. Den Mann, den habe ich damals so viel geguckt. Somit sind wir ja hier bei einem guten Punkt, über eine weitere Veränderung in der Szene zu sprechen. Junge, was kommt denn gleich noch alles hier? Der hat seine 1, 2, 3, 4 gleich durch und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Na, Digga, du willst mich doch verarschen. Ich meine, was ist denn das? Das ist ein echter Burger. Willst du mich verarschen? Das Ding ist doch gekauft. Alexi Maxi. Du Dummbeutel, du. Oh nein, Alblali macht Werbung für McDonald's? Ist das wieder nicht? Ja, Product Placements. Natürlich gab es diese damals nicht so häufig, wie es halt eben heutzutage ist. Aber spannend ist, dass wenn es mal... Daran merkt man, ich finde, das ist halt die Sache, ne? Daran merkt man halt, okay, gut. Wenn eine bestimmte Größe erreicht ist, bam, Placements. Was aber auch verständlich ist, ne, das ist einfach zu einem Beruf geworden und die Leute wollen halt natürlich damit auch ihr Geld verdienen. Und gab diese sogar einen Großteil des Videos ausgemacht haben. Also das Konzept von so einer 60, 90 Sekunden Midroll, das gab's irgendwie nicht. Und auch wenn Whitehitty sich schon super viel anhören hat müssen, auch diese Generation musste sich immer noch rechtfertigen, warum man Placements annahm. Dass es viele Kommentare gibt, die einfach... Verstehe ich nicht. Klar, ne, dass man sich drüber aufregt, ey, Mann, ich habe keinen Bock auf Werbung und so. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Leute ja ordentlich Zeit darin investieren. So, natürlich haben sie alle mit Spaß angefangen, aber man muss ja auch überlegen, die werden ja auch älter. Sie müssen ja auch irgendwo mal Geld verdienen und können nicht die ganze Zeit zu Hause harzen. Der Strom für den PC muss bezahlt werden, die Zeit muss bezahlt werden, wo die am Arbeiten sind. Essen muss, Miete, ne, alles muss ja irgendwo bezahlt werden. Und wenn man dann Placement annimmt, ja, dann ist das halt so. Ja, manche haben es wirklich ausgereizt und ein 4-Minuten-Video war gefühlt 2 Minuten nur Placements. Das ist quatschig. Aber gut, ne, es war irgendwo mit dabei. Und ich finde, wenn man Placements annimmt, kann man es ja eigentlich so geil verpacken, so wie CEO hier das gemacht hat. Oh, dass es ne, einen kleinen Teil einnimmt, fertig. Oder es ist einfach nur irgendwo geil, als ne, einfach ganze Zeit mit im Video. Oder so, so ein bisschen Schleichwerbung mäßig. Finde ich mega, sowas finde ich halt viel geiler. Pauschal sagen, Product Placement, das Video ist scheiße. Deine Videos werden immer schlechter, du hast dich voll verändert, dein Channel ist voll Kommerz geworden. Was bei uns aber oberste Priorität hat, sag ich mal, ist, dass wir sowas nur machen, wenn der Inhalt des Videos gleich bleibt. Das heißt, die Videos, die bisher kamen, wo Product Placement drin war, die hätte es so auch gegeben. Ich würde auch behaupten, den wenigsten Zuschauern ging es darum, was oder wie etwas beworben wurde. Es sei denn, es ist sowas Cringiges wie der Maxi King Song von Alberto. Herzlich willkommen, ihr Lefty Maxi Queen. Bro, den habe ich noch nie gehört. Ich schafft es beim Talken sogar, mich abzuziehen. Nee, es gab immer noch einige, die es sehr schade fanden, wenn man überhaupt mit YouTube Geld verdient. Viele YouTuber verdienen ihren Lebensunterhalt inzwischen mit ihren Videos. Was? Nein! Oh mein Gott. Bitte nicht. Wie können die nur? Die investieren da Zeit und dafür Geld dann beanspruchen? Wie bei einem normalen Job? Wie Entertainer? Wie welche, die ein Interview machen? Irgendwelche Fernsehserien? Nein! Oh!
Meine Fresse, ey. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist das größter Quatsch, ne? Absolut legitim ist. Doch manche nehmen genau das als Grund, um zu hassen, weil sie darin nicht mehr den ursprünglichen YouTube-Spirit sehen. Auch Product Placements sind auf YouTube immer noch nicht gerne gesehen und Videos, die eines beinhalten, werden aus Prinzip schlechter bewertet. Also kein Wunder, dass dieses Thema dann eben mit Humor auch verarbeitet wurde. Mega geil. Genau. Nein, ihr bekommt übrigens kein Geld dafür. Wie viel Geld bekommt ihr dafür? Aber so viel Werbung gab es damals auch gar nicht. Also bei Gaming war es vielleicht mal Rocket so als Placement-Partner. Und bei Comedy hatte man maximal vielleicht mal ein Lavu-Placement oder halt dieses Suck It. Suck It. Ist auch eine andere Sparte dagegen. Aber gut, das stimmt. Wie gesagt, ne, man merkt halt, alles ist so ein bisschen mehr Kommerz geworden. Aber es ist ja auch die Sache, weil die haben früher schon sehr viel Zeit dahin investiert. Gefühlt haben die da aber auch, ich weiß nicht, ob die da mehr Geld gekriegt haben oder weil die halt größer waren, keine Ahnung. Das war irgendwie komisch. Heute ist ja wirklich, jeder kriegt gefühlt ein Placement, sobald er eine kleinere, ne, so eine kleine Gemeinschaft gebildet hat. Und dann wird auf einmal Placement über Placements über Placements. Aber ich finde, wenn man es nicht übertreibt, ist es okay, weil und man sich natürlich auf der anderen Seite identifizieren kann und. Das ist aber so dieses nächste Ding, wenn es dann wirklich deeper wird. Aber ich finde, so, warum nicht? Zum Beispiel, ne, früher, da bin ich auch ganz ehrlich, früher als Jugendlicher habe ich auch gesagt, ey, das ist ein 4-Minuten-Video, wie kannst du da so viel, wie kannst du da Placements reinballern, wenn dann schon irgendwie ein bisschen mehr kam. Aber wenn man jetzt älter wird oder wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja einfach die Sache. Ey, dieses 4-Minuten-Video, erstmal müssen die ihre Sketches aufnehmen. Das dauert ja wahrscheinlich schon vielleicht eine Stunde, 2, weil nicht alles immer ganz funktioniert. Dann kommt der Schnitt, was auch bestimmt nochmal 1-2 Stunden dauert, weil du ja einen richtig geilen Schnitt brauchst. Irgendwelche Anpassungen und hochladen. Das Internet damals war ja war ja übertrieben scheiße. Mit Hochladen, die mussten ja alle über Nacht hochladen und. So, ne, da kann man es ja irgendwo verstehen. Es ist halt ein Job. Auch wenn man es 2025 eigentlich nicht mehr oder meinen sollte, aber es ist immer noch es ist einfach ein fucking Job. Früher wollte man nicht akzeptieren, heute muss man es einfach langsam akzeptieren, weil es ist genau wie ein 0815-Job wie ein Bürojob. Das ist einfach so. Konnte sich richtig gut da austoben. Bloß, dass es Entertainment ist. Ich bin wieder eure Dagi. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen... Ja, der große Boom der Beauty-YouTuber. Von den OGs wie Sammy Slimani. Sammy. Boah, das ist auch ein hartes Ding. Den Mann habe ich damals auch viel geguckt sogar, ne? Weil ich fand das immer interessant, so was er für Dinger so gemacht hat, so. Darum oder Ishtar, zu Dagi, Bibi, Paola Maria und ich glaube, eine hieß doch irgendwas mit Bella, oder? Und zum ersten Mal gab es Content, der ziemlich einfach produziert wurde. Setz dich vor deinem Ikea-Regal, schmink dich, zeig deine Einkäufe, egal, mach einfach irgendwas, Hauptsache du bist dabei, durchgehend gut drauf. Ja, war halt wirklich, ne? Die haben sich nur kaputt gelacht, irgendwie waren immer gut drauf, alles war immer schön und super und gut. Weiß ich nicht. Das war wirklich aber auch eine komische Zeit. Und Alter, wie sehr dieses Konzept aufging. Und ich hatte dann innerhalb von einem Dreivierteljahr 500.000 Abonnenten. Das war dann so, okay, ich bin halt so mittendrin. Und so spaltete sich YouTube in 2 verschiedene Lager auf. War das einmal Comedy und Gaming und Vergleichbares, was dann einmal so der richtige Content war. Ich liebe den Zio, ne? Der ist super. Abonniert alle seinen Kanal. Und dann gab's die... Ich liebe den Zio, ne? Der ist super. Gut, dann habe ich es richtig ausgesprochen. Abonniert alle seinen Kanal. Rede mal! Bin ich ganz bei. So, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der hat immer noch 560.000 oder so. Also, ich glaube, der ist noch nicht bei 600.000. Also, er verdient um Weiten mehr Abonnenten, weil es einfach, also das ist, nach dem Video, werde ich denen direkt ein Abo schenken. Das ist mega, was heißt nach dem Video? Ja. Ein Like. Weil, ey, das ist so geil produziert, das macht so Spaß zu gucken, das ist so ein geiler Schnitt.
Und es ist eine richtig geil angenehme Stimme, was man von meiner jetzt nicht behaupten kann. Und dann gab's die schlechten YouTuber, die einfach nur ganz schnell mit billigem Content reich werden wollten. Obwohl diese Einteilung in gut und schlecht teilweise nicht einmal konsequent war. Dass gewisse YouTuber sofort mit Hate in Verbindung gebracht werden, wenn man an sie denkt. Lion, Bibi oder die Lochis zum Beispiel. Ja, die Lochis bekamen gut viele Hate ab. Dabei haben sie gar nicht viel falsch gemacht. Sie waren halt einfach nur halt recht jung. Ich will nur zocken und pennen, mich nicht bewegen. Aber auch geil, die Let's Player, die waren jetzt auch nicht viel älter. Zocken und pennen, mich nie mehr pflegen. Ihr wart halt für unsere Industrie, für das, was wir machen, absolute Megastars. Wie viele Leute folgen euch bei dem, was ihr im Internet macht? 1,6 Millionen ist auf YouTube und auf Facebook, glaube ich, auch 1 Million, Instagram eine halbe. Ja, diese Zahlen einfach, ne? Die beiden mussten sich wirklich ordentlich viel anhören. Stopp diese Pickelgesichter, die sind doch nur geldgeil und krank im Kopf. Alle hassen die Lochis. Von daher kein Wunder, dass es sogar einen eigenen Song von den Lochis genau zu diesem Thema gab. Wir seien nur Marionetten, alles Fake, alles Hate, so ein Bullshit. Von Anfang an waren wir self-made und ist doch klar, dass das nicht jedem gefällt. Doch wir ziehen unser Ding durch, weil uns keiner mehr hält. Yeah. Ich glaube, das haben eben ganz viele gar nicht mehr im Kopf. Also klar gibt's heutzutage auch ganz viel Hass und Hetze im Internet. Doch damals war das irgendwie viel gezielter auf gewisse Kanäle einfach ausgelegt. Und das, obwohl die Kritik ja damals gar nicht mal so gut begründet war. Und darüber müssen wir einfach mal sprechen. Wer von euch kennt denn eigentlich noch Lion TV? Kinder, da bin ich wieder euer Problem. Ja, gut, da bin ich bei ihm, aber wie er ja auch schon gesagt hat, ne? Es war wirklich diese Bubble. Halt diese Beauty-Bubble. So, die Leute, die das sich einfacher gemacht haben, ne, es war ja trotzdem, dass sie irgendwas labern mussten und, dass die halt, die wurden ja total auseinandergenommen. So, bei den Let's Playern war es wirklich so, okay, die Let's Player-Bubble, die war ja immer so dieses Friedliche, hat sich ja auch danach mit dem ganzen Gaming, oder wie es jetzt in Gaming ist, halt total geändert, was ich auch sehr, sehr schade finde. Weil es halt, so, ich verstehe es halt nicht. So, gerade dieses Minecraft-Ding, es ist ja immer noch so, wenn du mit Minecraft so dein Content ist, hast du eigentlich das beste Glück, wenn du damit Content machen kannst, weil da hast du eigentlich immer diese geile, nette Bubble. So hab ich es im Kopf. So, aber du merkst halt, ne, wenn die Spiele toxisch werden, wie in League of Legends, wie in Call of Duty, ne, die Spieler sind sowieso schon so abgefuckt von dem Spiel und wie sich's entwickelt und schreiben unter sich schon Kacke, dann sind die Kanäle auch alle total im Arsch. Das ist wirklich wahnsinnig. Aber, wie gesagt, diese Bubble um Lion TV, Dagi und. Ist verrückt, was sie abgekriegt haben. Ja, Timo, aka Lion TV, Alter, ihr glaubt gar nicht, wie sehr dieser Mann die Szene gerockt hat. Denn eins muss man ihm lassen, er hat ein ganz neues Genre in YouTube Deutschland etabliert. Dagi und ich waren auf jeden Fall das allererste YouTube-Couple in ganz Deutschland, dass ein Pärchen sich vor die Kamera gestellt hat. Das gab's vorher nicht, ne? Ja, aber warum will man eigentlich zusehen, wie ein anderes Pärchen ihre Beziehung führt? Also ist es nicht eigentlich was Privates? Ja, es ist die Neugier. Also ich sage, es ist die Neugier, das merkt man heute immer noch. Sobald irgendwo mal gesagt wird, ey, ich habe eine Freundin, ich habe einen Freund, whatsoever, oh, wer ist es? Und dann wird er gleich nachgeguckt und. Und wenn dann was gemacht wird, dann wird erstmal die Freundin, der Freund erstmal gehatet oder, oh, ihr passt ja so gut zusammen. So, es ist einfach diese reine Neugier gefühlt. Uns Jüngere, wir waren ja 10, 11. Wirkte das so erwachsen. Plötzlich ist da ein Pärchen und die küssen sich und so ist das dann also, wenn wir auch älter sind. Also man hatte natürlich super viel reinprojiziert, man hat das bewundert. Und das merkt man, am erfolgreichsten waren immer die Videos, in denen auch Dagi mit vorkommt. Also muss man ganz klar sagen, dieser Kanal hatte einfach die Beziehung als Fundament. Mich persönlich hat es sehr Aber warte mal, das ist jetzt, ja, da gebe ich CEO schon recht, aber es ist ja auch die Sache, du hast zwei krasse Monster. Du hast einmal Dagi, die schon die da schon einen Riesenkanal hatte. Du hast Lion mit einem Riesenkanal. So, dann packst du beide zusammen, dass das dann produktiv ist und geil zusammenpasst. Ja, ne, das ist ja eigentlich
eigentlich vorauszusagen, Druck ne? gesetzt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ohne Dagi oder beziehungsweise ohne diesen Couple-Content nicht mehr existieren kann. Und was halt eben von den Jüngeren bewundert wurde, wurde von den Älteren halt eher belächelt. Und so gab es genügend Leute, die nicht gerade die besten Kommentare für Lion TV übrig hatten. Ich habe ihn früher auch gehatet, so, ne? Sage ich dir einfach, wie es ist. Also jetzt nicht, dass ich Hate-Kommentare geschrieben habe, aber ne, ich habe auch früher Videos über ihn gemacht. Das Problem war, diese ganzen großen YouTuber wie Bibi, Lion und so weiter, die wurden ja damals schon wirklich super kritisch gesehen, weil die halt auch so billigen Content gemacht haben und früher hat man das einfach so kritisiert. Man wollte keine Challenges, Hauls oder... Der Mann kritisiert doch sowieso alles und jeden, also von daher... Faktenvideos auf YouTube. Wertloser Humor. Es sind wertlose Videos, die hier stellenweise auf YouTube in den Himmel gelobt werden. Und anstatt dass man eben sagt, okay, dann ignoriere ich halt diese Videos, hat man sich halt eher darüber aufgeregt. Und wir lassen uns wirklich so verarschen. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass die Medien uns ernst nehmen, dass das Fernsehen... Okay, wusste nicht. Das mit Stock und Stein auf einmal auf der Straße gewesen. Aber gut, ne? Kann ich verstehen. So, ich meine, dieses Reaction-Ding ist ja genau das Gleiche, ne? Man redet darüber, was man geil findet und was eben halt nicht. Für mich persönlich, und das ist eigentlich immer so dieses Ding, sollte man es aber trotzdem im positiven Sinne halten. Heißt, wie man ja auch bei mir, glaube ich, oder mein Kanal ist halt so auf dieses Positive ausgelegt. Ich habe keinen Bock auf diese ganze negative Scheiße. Da gibt es genug andere Vögel, die das machen wollen. Sollen sie machen. So, aber das ist halt diese andere Seite, was man halt merkt. Diese ganzen Leute da draußen, die diesen Hate schüren, die sich darüber aufregen oder so. Es bringt halt Klicks. Es bringt halt ohne Ende Klicks. Du kannst geile Clips, oder ne, was heißt geile Clips, ne, aber du kannst schnell Clips damit farmen. Die Klicks gehen direkt hoch. Du hast deine Kommentare, ob sie jetzt gut für dich sind, weil dir welche zustimmen oder weil dich da irgendwelche bombardieren. Ganz egal. Es ist immer so, dieses Negative wird oft mehr geklickt oder ja, mehr geklickt als dieses Positive. Und das ist halt immer so, schon immer dieses Schlimme am Internet. Da habe ich schon immer gesagt und werde ich auch immer sagen. Es ist halt scheiße. So, klar, früher, die haben das so abgekriegt, aber heute ist es ja nicht anders. Wie gesagt, bei den Reactions-Dingern ist es genauso. Ist ja auch irgendwo daraus entstanden. Ne? Wie man ja auch hier sieht, ich gucke mir ein Video an, was einer gemacht hat, wo einer sich richtig den Arsch aufgerissen hat. Hier wie CEO. Aber ich finde, du solltest dann aber auch ehrlich sein. Ne? Du solltest ehrlich sein, deine eigene Meinung, also du selbst sein, so wie ich es ja auch mache. Aber immer noch dieses Positive. So was bringt es mir, mich hier hinzusetzen, zu sagen, ey, das Video ist scheiße und das dann hochzuladen. Ich verstehe diesen Sinn einfach nicht. Ich weiß nicht, wo die Menschen da die Kraft hernehmen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Du setzt dich da hin, bla 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 bla, bist dann eine halbe Stunde am Quatschen, total am Aufregen und lädst das dann hoch. Ja, cool. Was ist, das will ich nie checken, warum das überhaupt so gefragt ist bei den Menschen. So, es ist auch viel geiler, wenn du dir was anguckst und da wird dann appreciated, es wird gefeiert, es wird in Erinnerungen zusammengestöbert und. Ist doch viel, viel geiler, als wenn du dir sowas angucken musst, wo die ganze Zeit nur rumgeheult wird und sowas. Ich meine, klar, ich heul auch rum, das ist gar keine Frage, aber trotzdem, das werde ich nie verstehen. Fernsehen und Zeitung und Radio uns nicht mal als die Menschen ansehen, die sich mit einer Kamera in ihr Zimmer stellen und irgendwelchen Menschen da draußen halt irgendwelche Comedy-Videos vorsetzen. Wir sind für Funk und Fernsehen genau das, was wir nie sein wollten. Die blöden Hampelmänner, die Kleinkinder unterhalten. Irgendwie konnte man damals nicht akzeptieren, dass das halt eben auch Broadcast Yourself ist. Die machen YouTube kaputt. Solche Menschen machen YouTube kaputt. Lenny, jetzt trinkt. Ist aber wie Real Talk ist also das sind wilde Aussagen. Auf der einen Seite vielleicht richtig, auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, Medien gehen immer auf das, was gerade angesagt ist und ist genau das Gleiche. Es ist immer dieses, ja okay, man versucht da irgendwie das Schlechte rauszuziehen, weil man dann weiß, okay, man kriegt mehr Aufmerksamkeit. So, in dem Sinne sind wir Menschen einfach Klotzholen, ne? Trinkst du mir erstmal eine warme Milch? Die machen YouTube kaputt. Ja, man war sehr gereizt, also was Lenny da sagt, so haben halt eben einige damals gedacht. Doch wisst ihr noch, wer damals einer der größten Lion-Kritiker war? Boah, Lion ist so cool. Hat der auch... Nein, Henno. Mensch.
Alle Artikel deiner Bestellung im Line-Shop sind versandfertig und werden schnellstens verfickt. Da muss man aber auch sagen, der Mann, ne, krass wie er sich sowieso entwickelt hat, aber er hatte ja von vornherein, hatte der immer einen guten Schnitt und immer gute Ideen. Aber wie sich das entwickelt hat, wie die Ideen immer besser wurden und alles, Hilfe. Oh cool, mein Pulli. Ja, Hand of Blood! Henno parodierte ein typisches Löwenkind, also so nannte halt eben Lion TV seine Zuschauer. Und natürlich musste dieses dann total peinlich und dumm sein. Ich habe früher Lion richtig hart gemobbt. Bin sogar zu seinem Konzert, um ihn dort aber guckt mal. Sogar Lion muss selber drüber lachen. Also bitte, das ist doch schon mal wenigstens was. Um ihn zu nerven. Heute muss ich sagen, dass ich mich dafür sehr schäme. Oh ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, auch die Sache, was man, was auch dann irgendwo das Gute ist, ne? Wir machen alle Fehler, jeder macht Scheiße so. Wenn man später darüber nachdenkt und merkt, okay, man hat Scheiße gebaut, okay. Natürlich macht es nicht vergeben und vergessen, aber so am Ende des Tages hoffe ich zum Beispiel, ne, dass die beiden sich halt aussprechen, weil es sind halt beide coole Dudes so am Ende des Tages. So, aber früher ist es ja so, ne, man labert hier, man labert da, zack, dieses Aufbauen. So, genauso wie es ja heute ist, was ich ja gesagt habe, ne, diese Hate-Scheiße. So, aber auf der anderen Seite, ich finde, was viel mehr gezeigt hat, was viel mehr ankam, oder was viel mehr diese positiven Vibes, ne, so, ey, man macht was mit mit anderen zusammen, man connected, alles ist geil, so cool, ne? Und nicht diese Hate-Scheiße, hat viel längeren Wert. Hat viel längeren Wert. Die Leute gucken sich das an, sind da stolz drauf in 10, 20 Jahren. Oh, geil, ich habe so geile Videos gemacht, die Leute kennengelernt. Die ganze Karriere geht auf jeden Fall länger und da ist nicht dieses krasse Auf und Ab drin. Was ich ja auch immer wieder sage, so, ne? Diese Hate-Scheiße, es bringt dir vielleicht schnell Ruhm, aber einen schnellen Fall das Konzert, mit. Alter, was zum Geier war da eigentlich weil das nichts los? Vernünftiges ist. Das ist... Junge, das ist, als würdest du ein Haus auf Sand bauen wollen. Ohne irgendwie Beton drunter zu kippen. Fällt irgendwann auseinander. Bei all dem Spaß, den man da vielleicht selber hatte oder wie toll ihr dann vielleicht auch diese Videos in Erinnerung habt, muss man einfach sagen, dass das übertrieben asozial war. Total. Und wir ihm höchstwahrscheinlich ganz schön wehgetan haben. Aber ja, heute weiß ich, sowas werde ich nicht mehr machen. Nehmt euch ein Beispiel daran. Und auch wenn Timo super viele Kritiker hatte, konnte er es bis dahin noch relativ gut ausblenden, würde ich behaupten. So richtig schlimm wurde es dann nämlich erst ab einer bestimmten Ankündigung. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Also wirklich, wir saßen ein halbes Jahr zu dritt, zum Teil auch zu viert da zusammen. Wir haben wirklich, also das ist wirklich die beste Musik, die ich jemals gemacht habe. Und es ist wirklich verdammt nochmal gut geworden. 14 Tracks wird es geben auf einem Album, wo ich wirklich alles reingesteckt habe, verdammt nochmal. Ja, das Löwenkind-Album. Nach eigener Lobpreisung wurde das Album nach Release in Grund und Boden gehatet. Also von schlechten Amazon-Bewertungen bis hin zu professionellen Kritikern. Es geht um zielgruppenorientierte Themen. Dinge, die jedes Schulkind kennt. 14 Arten von Pubertätsgefühlen und Situationen. Durchzogen von Hasstiraden über Hater. Alles irgendwie gespielt und beschnitten. Phrasengedresche. Kleingeistpoesie. Hier und da der Versuch von Double Time und irgendwie Gesang, aber es ist halt größtenteils nicht gut gelungen. Ich muss euch was sagen, dieses Album hat mich recht schnell in den Wahnsinn getrieben. Trotzdem waren die 5000 Löwenkind-Boxen in nur wenigen Tagen ausverkauft, also finanziell war dieses Album ein völliger Erfolg. Und da das Album unter Rap aufgeführt wurde, gab es wieder eine weitere Szene, die ein Problem mit ihm hatte. YouTuber, kannst du Spinner mal verraten, was das heißt, außer halt kleine Kinder zu verarschen? Deine Hass. Das ist auch das Schlimmste, was du halt machen kannst, ne? Klar, Rap ist einfacher, als wenn du irgendwie melodisch da irgendwie was hinträllern musst. Auf jeden Fall damals. Heute mit Autotune und alles ist es natürlich einfacher geworden. Aber in diese Rap-Szene reinzugehen, wie gesagt, das ist ja das Schlimmste sowieso. Du gibst denen so viel Fleisch da vor die Flinte. Seite sieht so aus wie dein Kanal, alles voller Werbung, deine Fans sind dir doch scheißegal. Ja, der Rapper Gio dachte sich, ey, ich glaube so ein Diss-Track zu Lion TV,
das käme geil. Willkommen in der Wirklichkeit. Dagi B kann dir beim Abschminken deiner Rap-Karriere ja behilflich sein. Ja, dieser Diss-Track ging nochmal gut ab und der schlug ja auch nochmal genau in die richtige Kerbe. Die ganze Szene war ja angespannt und da war es halt eben perfekt, wenn Gio daherkommt und die ganze Kritik einfach mal zusammenfasst. Da ist jemand, der sich an Deutschrap bedient und macht aber eher so Kindermusik. War ich ein leichtes Opfer. Also kann man auch ganz klar sagen, das Ganze war eigentlich schon in vornherein eine gewonnene Sache. Ich habe es mir natürlich sehr leicht gemacht. Ja, es ist natürlich immer einfach auf jemanden... Das ist so verrückt, ne? Im Nachhinein siehst du, wie die beiden da zusammenhampeln. Erwachsen, alle durch die Scheiße gegangen und können darüber reden, ne? Der gerade das schon halt erwachsen werden. Steht. Das war natürlich schon, wie du sagst, gefundenes Fressen so. Ja, auch Gio hat sich genauso wie Hendo sobald die sich aber auch, ne, sobald die ihre Fehler einsehen. Aber es gibt ja auch genug da draußen, die halt ihre Fehler nicht einsehen, was immer quatschig ist. Mal dafür entschuldigt. Denn eigentlich ging es ihm ja nur darum, einfach einen geilen Track zu haben. Und durch das Julians Block Battle war er einfach schon einen härteren Ton gewöhnt. Allerdings hatte Timo nachdem ja einfach nur noch selten ruhige Minuten. Natürlich konnte man mich gut als Hassfigur benutzen, um irgendwie zu sagen, ja, der ist aber erfolgreich damit, dabei bedient er sich an Deutschrap. Kann ich auch alles nachvollziehen mittlerweile, aber ich fand, es war doch schon ein bisschen zu hart alles. Ich würde sagen, nicht nur ein bisschen, weil er hat ja gar nichts falsch gemacht. Alles, was man ihm vorwerfen konnte, ist, dass die Musik und die Videos halt einfach produziert waren, aber... Wie gesagt, ne, das war, zu der Zeit konnte man sagen, YouTuber-Musik, boom, einfach gemacht, die haben versucht, Musik zu machen. Es war, wenn man ehrlich ist, und das klingt vielleicht auch hart, für Kinder. Punkt. So, ne, sobald man mehr irgendwie reingesetzt hat oder was auch immer, dann war es halt, ne, den Quatsch, den die dann alle erzählt haben. Aber man muss ja einfach mal sagen, es war halt dieses auf Lustige, wenn es um Musik ging, dann war das, ne, vielleicht für die ernst gemeint, aber du konntest es halt nicht ernst nehmen, weil es halt wirklich halt einfach in dem Sinne gemacht wurde. Das ist nicht unbedingt irgendwie was Verwerfliches. Doch leider wurde es ja dann sogar noch schlimmer. Wir sind jetzt seit 2 Monaten nicht mehr zusammen. Wir lieben uns als Freunde, als Partner. Das war die erste große YouTube-Trennung. Dadurch eskaliert es einfach so Junge, das war wahnsinnig. Also das war wahnsinnig. So, hey, ich find's scheiße, dass ihr nicht mehr zusammen seid, sondern eher so, ich hoffe, ihr verreckt in der Hölle. Auch Lion TV musste sich von allen Seiten wirklich ekligen Scheiß anhören. Also wie ich eben am Anfang meinte, das Ganze war wirklich ein kollektives Draufhauen. Viele YouTuber haben ihre Kanäle... Ja, und das muss man sich ja auch mal vorstellen. Auf dem wird schon drauf gekloppt, dann kommt noch so ein Schlag, was ja, wo man ja ehrlich sagen muss, was wir jetzt im Internet gezeigt haben, wie die Trennung jetzt wirklich ablief, ne, also wie die sich gefühlt haben, hast du ja nicht wirklich gesehen. Eine Trennung tut immer weh, für beide Seiten. Hey, und dann hast du den Hate und dann kommt nochmal der Hate dazu. Das ist verrückt. Das ist verrückt, was Internet durch die Anonymität darauf aufgebaut, für Plattformen über mich zu reden, wie scheiße ich doch bin. Bis dann der komplette Absturz kam. Die Leute haben mich ja dazu fast gezwungen, denen zu sagen, ey bitte, ich bin am Ende, lasst mich in Ruhe. Der alkoholisierte YouNow-Livestream. Genau das war der Punkt, wo dann doch mal einige sich Sorgen gemacht haben und eventuell auch der ein oder andere Kritiker zum ersten Mal drüber nachdachte, ob er vielleicht eventuell ein bisschen zu weit geht. Aber es war eigentlich das komplette Gegenteil. Eigentlich war es eher befreiend, weil die Leute gesehen haben, ey, dem geht's ja wirklich scheiße, was wir da gemacht haben, das war nicht richtig. Timo verschwand darauf erst. Ja, aber das ist halt auch die Sache, ne, dass die Menschen das erst sehen müssen, wie einer oder eine total zerbrochen ist. Muss erst am Boden sein, kurz vorm Ende, bis das realisiert wird, anstatt vielleicht einmal kurz Kritik zu üben, mal drüber nachzudenken, mal ein bisschen zu hinterfragen, was man selber macht und fertig ist. So, und merken, okay, ist scheiße, bumm. Mal einige Jahre und es gab auch immer wieder mal so kleine Comebacks, hier mal ein Video, da mal neue Musik. Aber klar, der Erfolg von früher, der kam natürlich so nie wieder. Und auch wenn ich finde, dass das, was Lion TV damals passiert ist, absolut unfair war und ich ihm eigentlich jeden Erfolg zurückwünschen würde, gab es zum Glück am Ende dann doch nochmal sowas wie ein Happy End. Denn Aaron Troschka hat vor nicht allzu langer Zeit Lion TV interviewt und da schien es ihm ja relativ gut zu gehen. Ich muss mich so gut wie es geht davon ablenken, dass ich schlechte Gefühle und schlechte Gedanken habe. Und das kann ich nur, indem ich in einer Sache voll aufgehe, die mir Spaß macht. Das heißt, wenn du gerne puzzelst, dann puzzle den ganzen Tag wie ein Geisteskranker. Wenn du Rede, Lion. Wenn du Sport machst, dann machst du viel Sport, wie du willst. Wenn du Sachen gerne sammelst, dann sammel die. Hauptsache, du kommst von diesen Gedanken weg. Man sollte immer an den Dingen festhalten,
an dem man am meisten Spaß hat. Und nur so kannst du auch mit so einer Depression umgehen. Aber ja, die zweite YouTuber-Generation. Eine Generation, deren Videos deutlich professioneller wurden. Einiges hat sich hier verändert. Vor allem wurde YouTube zum ersten Mal so groß, dass auch die Medien außerhalb drauf aufmerksam wurden. Und auch, dass man mit YouTube Geld verdienen durfte, wurde dann auch immer normaler. Checkt CyberGhost VPN aus, 83% Rabatt, 50 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also bei Bedarf einfach mal austesten. Aber ja, einige dieser Kanäle gehören bis... Das ist aber auch, sag ich ganz ehrlich, das ist auch wieder geil reingeschnitten. Das ist einfach so dieses aus dem Nichts reingeballert. Man denkt sich, Junge, muss das jetzt sein? Aber es ist auch richtig schön kurz gehalten einfach. Heute zu meinen ganz großen Lieblingen. Und auch die Kanäle, die damals uns allen einfach ein Dorn im Auge waren, scheinen im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr so schlimm gewesen zu sein. Vor allem, wenn man weiß, dass die dritte Generation dann ganz anders reingescheppert hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese alten Videos sehe, kommt in mir einfach so eine herrliche Nostalgie hoch. Und irgendwie auch so ein Stolz, dass man einfach damals schon als leidenschaftlicher Zuschauer mit dabei war. 100%. Oh, yo, stimmt. Hammer, ey. Geiles Ende. Ey, Real Talk, geiles Video. Sehr geil. Geiler Schnitt. Ey, es macht so Spaß, dem Mann zuzuhören. Geil, wie er alles zusammengeschnitten hat. Auch, dass er so einzelne Themen halt nochmal so rausfischt, ne? Wie jetzt zum Ende, dass der ein bisschen mehr auf Lion reingegangen ist. Diese Depression-Geschichte, aber auch auf diese krasse Hate-Geschichte. So, das anspricht, finde ich sehr, sehr geil. Ey, natürlich auch ein sehr schönes Ende mit diesem Song, ne? Was ja auch alles nochmal irgendwie so wiedergibt. Ja, mega geil zusammengefasst, ehrlich. Hat mich nochmal, ich meine, man sieht's, ne? Ich habe eine Stunde da jetzt drüber mir das angeguckt und drüber gelabert. Weil, ja, das war ja so meine Zeit, mega geil so zurückgezogen zu werden, auch nochmal so im Nachhinein drüber nachzudenken. Geil, seine Sachen so dazu zu hören, ne? So nochmal so ein bisschen beschrieben, sag ich mal, von CEO. Mega. Deswegen sehr geil, sehr auch informativ, ne? Ich glaube, für die Generation, die neuen Generationen, die jetzt noch kommen, oder auch jetzt gerade, die jetzt gerade da ist, ne, ist es auch mal kurz zu sehen, ey, wie war das früher einfach, ne? Das ist ja einfach so. Oft ist es ja auch mal cool zu sehen, wie es früher war. Vielleicht ist es ja auch so nochmal ein Ansporn für die nächste Generation. Ah, okay, das könnte ich bei meinen Videos ändern, das kann ich nochmal ändern. Und damit sich was Positives rausziehen, ne? Genauso wie mit dieser Hate-Sache, dass das vielleicht abnimmt. Hoffe ich auf jeden Fall, weil wenn ja, dann wird CEO dann schön und großen Beitrag geleistet haben mit diesen Dingen hier. Weil, ey, das ist ein sehr geiles Video, sehr geil angesprochen, alles. Hammer. Deswegen, geiles Teil. Wir werden uns das Ding zu der ersten YouTube-Generation auch reinziehen. Sofern ihr da Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Mit einem Daumen hoch, Kommentar, whatsoever. Oh mein Gott, das ist das erste Mal nach 1000 Videos, glaube ich, dass ich sage, lasst mir einen Daumen hoch, Kommentar da. Meine Fresse, ich wurde halt wirklich zu weit zurückgezogen. Ja. Ne, lasst es mich wissen. Vergiss den Daumen hoch, ne? Gib nur einen Daumen hoch, wenn euch es gefallen hat. Sag ich auch immer wieder eigentlich so. Schreibt einfach einen Kommentar, wenn ihr Bock drauf habt. Dann weiß ich Bescheid. Ich werde es wahrscheinlich eh machen. Dritte Generation, wenn CEO das irgendwann hochlädt oder wenn schon oben sein sollte, bin ich ganz ehrlich, werde ich mir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht reinziehen, weil da ist diese Prank-Dinger und, da rege ich mich zu viel auf. Aber das werden wir dann sehen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es bis hierhin geschaut haben solltet, ich meine, ich sehe es ja eigentlich mit dem Dingens, aber alle, die schon länger auf meinem Kanal sind, sobald es über eine halbe Stunde geht, diese ganze Reaction, gibt es immer einen Hashtag, wo ihr dann schreiben könnt, den ihr dann schreiben könnt, damit ich weiß, ihr habt es ganz durchgeguckt. Und hier machen wir einfach das Hashtag CEO, Z-E-O, als kleines Dankeschön vielleicht auch und ein Shoutout an den Mann, der dieses Video produziert hat. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Durchschauen. Und dann sehen wir uns bei Ihnen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.